Nach einer Fettabsaugung kommen die Patienten zu uns in den Aufwachraum. Dort laufen die Patienten buchstäblich aus. Wir geben ja während der OP viele Liter Tumescenzflüssigkeit, also örtliche Betäubung ein. Und diese Betäubungsflüssigkeit läuft durch diese kleinen Einstichstellen auch raus. Unsere Betten sind geschützt mit ganz vielen Moltons und Tüchern, sodass es schön ist, wenn der Patient nochmal 2-3 Stunden bei uns im Aufwachraum bleibt. In dieser Zeit läuft viel Flüssigkeit noch in unsere Moltons und der Patient wird versorgt bei uns, der kriegt noch, was er möchte zum Trinken und kann sich ein bisschen von dem Eingriff erholen. Die Schmerzen sind ganz, ganz gering nach einer Fettabsaugung, vor allem direkt nach der OP, weil die örtliche Betäubung noch wirkt. Bevor der Patient dann unser Haus verlässt, verbinden wir den Patienten neu. Also das heißt, wir wickeln nochmal überall so Moltons, die schauen aus wie so Wickelunterlagen, wickeln wir überall um den Körper nochmal so Moltons rum und der Patient bekommt von uns das bestellte Mieder angezogen. Danach kann der Patient nach Hause gehen und je nachdem, welche Region wir abgesaugt haben, ob es die Brust war, ob es die Flanken oder wenige Regionen oder nur die Hüfte und der Patient kein Dormicum, also keine Analgosedierung, also keinen Dämmerschlaf bekommen hat, kann der Patient auch selber nach Hause fahren und braucht keine Begleitung. Wenn er allerdings einen Dämmerschlaf hatte, ist er nicht fahrtüchtig und braucht jemand, der ihn nach Hause bringt. Wenn man mit der Straßenbahn fährt, ist das kein Problem, dann kann man auch nach einem Dämmerschlaf nach Hause fahren. Wir geben dem Patienten alles für seine Versorgung mit in die häusliche Umgebung. Er bekommt eine Tüte, wo Schmerzmedikamente drin sind. Meist geben wir Ibuprofen mit und auch diese Moltons und alles, was man für das Bett, Sofa, Auto braucht, damit diese Flüssigkeit nichts verschmutzt. Also mit Polster sauber bleiben, das Auto. Die Patienten müssen in der Regel zu Hause diesen Verband noch ein paar Mal wechseln. Aber wie gesagt, sie haben alles von uns dabei. Wenn sie den Verband wechseln, dann vielleicht Achtung wegen dem Kreislauf. Vielleicht vorher erstmal schauen, dass der Kreislauf gut in Ordnung ist, dass man nicht gleich sofort irgendwie von der Couch aufgesprungen ist. Manche Patienten finden es ein bisschen eklig. Diese Moltons sehen so blutig tingiert aus, weil die Flüssigkeit hat so ein bisschen Blutstreifen drin und das kann für den einen oder anderen kreislauftechnisch ein Problem sein. Also wenn man das macht, sich ein bisschen darauf vorbereiten, was trinken und dann die Verbände wechseln. Oder man hat vielleicht jemanden, der einem dabei sogar hilft. Die Flüssigkeit hört dann so nach 24 Stunden auf, rauszulaufen. Also sprich, wenn wir an einem Freitag die OP machen, hört das so Samstagabend auf, dass die Flüssigkeit rausläuft. Danach braucht man keinen speziellen Verband mehr, sondern man macht die Moltons einfach weg und zieht das Kompressionsmieder direkt auf die Haut an. Die erste Nacht ist meistens nicht so prickelnd, weil diese Flüssigkeit rauskommt und vielleicht man noch während der Nacht einmal den Verband wechseln muss. Die Patienten sind aber nicht bettlägerig. Ich sage das immer wieder. Wer es schafft, also ohne sich körperlich über zu strapazieren, kann gerne eine Runde spazieren gehen. Je mehr man sich auch bewegt, umso mehr Flüssigkeit wird schon mobilisiert und muss der Körper einfach von selbst nicht nach außen transportieren quasi, sondern durch die Bewegung ist es ganz positiv, dass die Flüssigkeit aus diesen kleinen Einstichlöchlein rauskommt. Wir nähen die Einstichlöchlein nicht zu. Warum? Weil wir wollen, dass die Flüssigkeit von innen nach außen und nicht, dass diese Flüssigkeit sich innen staut und Ihr Körper dann die Flüssigkeit abbauen muss. Das ist einfach eine Infektionsprophylaxe, eine Prophylaxe, dass dieses ganze Wasser nicht resorbiert, also aufgenommen werden muss und somit auch nicht die Medikamente, die wir in dieser Flüssigkeit darin haben. Dieses Mieder, wo wir den Patienten angepasst haben, haben die Patienten die ersten 3 Wochen Tag und Nacht an.
Klar kann man das Mieder auch mal ausziehen und waschen für 2, 3 Stunden oder jetzt gerade, wenn Sommer ist, kann man das Mieder auch mal weglegen nach 2 Wochen und mal baden gehen. Das ist nicht so wild, aber man sollte es die ersten 3 Wochen möglichst kontinuierlich tragen. Nach diesen 3 Wochen ist ein intermittierendes Tragen notwendig, also sprich entweder Tag oder Nacht, wie es für den Patienten angenehmer ist. Die ersten 3 Tage ist man ziemlich frisch operiert. Da hat man wie so einen starken Muskelkater. Das sind keine verheerenden Schmerzen. Und wenn einer eine Arbeitsstelle hat, also einen Beruf am Computer, ist er sicherlich, wenn er 1, 2 Regionen gemacht hat, am nächsten Tag oder 2 Tage später wieder arbeitsfähig. Sportlich aktive Menschen, die jetzt irgendwie auch im Beruf körperlich aktiv sind, denen empfehlen wir schon, eine Woche Pause zu machen, weil so richtig körperliche Aktivitäten können wie so ein Muskelkater ziemlich ziehen und zwicken. Das Endergebnis nach so einem Eingriff sieht man tatsächlich erst nach 3 Monaten. Hier gilt wirklich die Regel 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. Die ersten 3 Tage frisch operiert. Zwischen 3. Tag und 3. Woche kommt man ins komplett normale Leben zurück und zwischen 3. Woche und 3. Monat stellt sich das Endergebnis ein. Viele Patienten melden sich bei uns so nach circa 2 Wochen. Warum? Gibt es die Vernarbungen unter der Haut und die Patienten sind so überrascht, warum wird es plötzlich so hart an der einen Stelle, an der anderen nicht. Sie haben kleine Unregelmäßigkeiten. Was hilft dagegen? Die Unregelmäßigkeiten kann man massieren, man kann schwimmen gehen, man kann Sport machen, man kann einfach mit Creme das Ganze schön leicht massieren eben. Und das sind all Dinge, die das bisschen beschleunigen können. Ansonsten, wenn man gar nichts macht, würden die Verhärtungen auch nach 3 Monaten sich lösen. Wann der Patient nach so einem Eingriff Sport machen kann, entscheidet der Patient selber. Man darf nur nicht Schmerzen während des Sportes haben. Also nicht jetzt Schmerzmedikamente nehmen, sagen, okay, ich habe keine Schmerzen und dann loslegen, sondern dann loslegen, wenn der Körper sagt, ja, es geht. Aus meiner Erfahrung passiert das so circa 2 Wochen nach dem Eingriff, wenn die blauen Flecken verschwunden sind. Mit Sonne ist es so zu handhaben, man kann in die Sonne gehen, so nach 2 Wochen, aber man sollte die kleinen Einstichlöchlein, die wir gemacht haben, die ja dann nach 2 Wochen schon schön vernarben, sollte man mit Sandblock abdecken, damit diese Einstichlein nicht dunkler werden. Duschen kann man nach einer Fettabsaugung dann, wenn die Flüssigkeit aufgehört hat, rauszulaufen, dann am nächsten Tag darauf, also sprich, wir machen die OP am Freitag, hört am Samstag auf, dass diese Flüssigkeit rausläuft. Dann können Sie am Sonntag wieder duschen. Jetzt halt nicht mit Duschgel über die Narben und so reiben, sondern einfach mal Haare waschen, mit Wasser drüber duschen, trocken tupfen, fertig, Kompressionsmieder wieder anziehen. Narben gibt es bei Fettabsaugung kaum. Es hat sich bisher wirklich noch kein Patient beschwert. Die sehen aus wie nur so kleine Muttermale, weil wir minimale Einstichlein machen. So eine Kanüle hat 3 bis 5 Millimeter und der Einstichloch ist definitiv nicht größer wie das. Wir schneiden nicht, sondern wir machen nur kleine Einstichlöchlein. Eine Fettabsaugung ist keine Diät. Eine Fettabsaugung ist eine Konturierung des Körpers und Behandlung von Problemzonen. Wer natürlich danach übermäßig viel isst und nicht sich an seine normal gewohnte Ernährung hält, wird natürlich an anderen Stellen wieder zunehmen. Die Fettzellen, die wir entfernen, sind für immer entfernt. Wenn dann der Patient wieder vermehrt Nahrung und Energie zu sich führt, würde er an anderen Stellen vermehrt zunehmen.